Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ehrlich Handmade. Heute möchte ich mit euch zusammen so eine Weihnachtshose häkeln. Das ist jetzt die Vorderseite, die Rückseite, das ist der Boden. So sieht die Hose auch von innen aus. Ich denke mal, dass auf so ein Geschenk wird sich nicht nur die Kinder freuen, auch die Erwachsenen. Ich gebe euch mal die Masse, die Höhe ohne Hosenträger hat die Hose 22 cm und mit Träger 33. Die Breite hat die Hose 23 cm und die Breite von den Füßen hat es auch 12 cm. Die Hose habe ich gehäkelt aus Textilgarn. Ich habe die ganzen Knollen von roter Farbe verbraucht. Das ist alles, was geblieben ist. Ein wenig in weiß und ungefähr wenig als die Hälfte habe ich es in schwarz verbraucht. Dann habe ich noch genommen so eine Schnalle, die ich jetzt auch hier habe, Maschenmarkierer, eine Schere, 2 Häkelnadeln. Mit der Häkelnadel Nummer 5 habe ich die Hose komplett gehäkelt und mit der kleineren Häkelnadel habe ich Endstücke versteckt. Dann Holzboden. Mein Holzboden hat 10 cm Durchmesser. Feuerzeug und Angelschnur, diese Schnalle zu befestigen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachhäkeln. Ein Hosenbein habe ich jetzt schon fertig vorgehäkelt und es sieht einmal so aus. Insgesamt sind das nur 7 Reihen. Und das zweite Teil machen wir dann zusammen. Bevor wir anfangen, zweiten Teil von Hosenbein zu häkeln, möchte ich euch erklären und sagen, wie viele Zunahmen ich an meinem Holzboden gemacht habe. Da die Holzboden von verschiedenen Herstellern produziert werden, haben sie natürlich auch die Abstände und Durchmesser von diesen Öffnungen unterschiedlich. Was gleich bleibt, ist ja die 10 cm Durchmesser. Also, mein Boden ist 10 cm Durchmesser und hat 18 Öffnungen. Und ich möchte 30 feste Maschen haben. Also, dass ich hier rumherum 30 festen Maschen habe. Da ich hier 18 Öffnungen habe, habe ich so gemacht, dass ich die ersten 2 Öffnungen verdopple. In die nächste Öffnung mache ich einzelne Masche. Dann wieder 2 Öffnungen verdoppeln, eine Masche, 2 verdoppeln, eine Masche und das so die ganze Runde. Wenn ihr genauso häkeln wollt wie ich und auch 30 feste Maschen haben wollt, dann müsst ihr gucken, wie viele Öffnungen euer Holzboden hat. Dann könnt ihr ja ausrechnen, wie viele Zunahmen ihr machen müsst. Ich beginne jetzt den Boden umzuhäkeln mit Kettmaschen. Also in jede Öffnung mache ich erstmal eine Kettmasche.
egal an welche Öffnung anfangen, an jede Öffnung eine Kettmasche häkeln. Und so mache ich dann die ganze Runde. Am Ende der Runde angekommen, macht dann in die letzte Öffnung Häkelnadel rein und hol mir den Endstück. Ziehe raus, ein wenig an den Faden ziehen und hier verbinde ich dann mit nahtlosem Übergang. Dafür nehme ich mir eine kleinere Häkelnadel, ziehe den Faden unter diese beiden Schlingen von der Rückseite, stecke ich die Häkelnadel da rein, wo ein Teil vom Faden rauskommt und dann ziehe ich den Faden auf die Rückseite. So habe ich jetzt nahtlosen Übergang gemacht. Ab dieser Reihe beginne ich jetzt die Öffnungen zu verdoppeln. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich mache dann die ersten 2 Öffnungen verdoppeln. Also erste, zweite, und dann in die nächste Öffnung häkle ich nur eine Masche. Dann wieder 2 Öffnungen verdoppeln. Einmal. Zweimal und dann nächste Öffnung mache ich einzelne Masche. Und so mache ich bis Ende der Runde. Am Ende der Runde angekommen, mache noch die letzte Masche. Und die beende ich mit dem Endstück. Also ich nehme jetzt das Endstück und ziehe durch die beiden Schlingen durch. Dann zwischen erste und zweite Masche mit der Häkelnadel von hinten durchgehen, das Endstück nehmen und auf die Rückseite ziehen. Von der Rückseite gehe ich unter diese Schlinge und die nächste Schlinge durch, genauso da, wo ein Teil von dem Faden rauskommt, nehme mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. So habe ich jetzt die Reihe nahtlos verbunden. Ich beginne jetzt mit der ersten Reihe und die erste Reihe wird es so gehäkelt. Ich greife unter der ersten Schlinge und auf der Rückseite sind diese querliegenden Schlingen und unterdurch gehe ich auch mit der Häkelnadel. Dass ich 2 Schlingen jetzt auf der Häkelnadel habe, hole mir den Faden. Das Endstück brauche ich jetzt nicht mehr, der wird jetzt einfach reingehäkelt. Also hole mir den Faden und mache dann die erste Masche. Dann die zweite. Die nächste Masche. Und so mache ich dann
bis Ende dieser Reihe. In jede dieser Schlinge eine feste Masche häkeln. Ich beende jetzt die Reihe mit der letzten Masche und mit nahtlosen Übergang. Ziehe ein wenig an den Faden, gehe mit der Häkelnadel zwischen erste und zweite Masche, nimm diese Schlinge und ziehe die dann auf die Rückseite. Achte darauf, dass sie nicht zu fest und auch nicht zu lang ist. Dann Häkelnadel in die erste Masche reinstecken, Faden holen, diese Schlinge, die wir gemacht haben, auf die Häkelnadel draufpacken und dann die erste Masche häkeln. Wir beginnen dann so mit der Reihe Nummer 2. Diese Reihe und Reihen danach werden gleich gehäkelt und mit nahtlosem Übergang beendet. Also die zweite Runde häkeln. Ich bin jetzt fast am Ende der zweiten Reihe, mache noch die letzte Masche und hier zeige ich euch nochmal, wie ich diese Reihe beende mit nahtlosem Übergang. Ich habe jetzt ein wenig Faden gezogen, gehe ich zwischen die erste und zweite Masche mit der Häkelnadel unter durch, nehme mir den Faden und ziehe dann auf die Rückseite. Achtet darauf, dass diese Schlinge, die jetzt auf der Häkelnadel ist, nicht zu stramm und zu lang ist. Dann stecke ich da die Nadel in die erste Masche rein, hole mir den Faden und mache dann die erste Masche in der dritten Reihe. Also die dritte Reihe häkeln wir dann genauso wie die zweite Reihe. Und wenn wir die Reihe beendet haben, wechseln wir die Farbe und wie man die Farbe wechselt, zeige ich. Ich bin jetzt am Ende der dritten Reihe angekommen, mache noch die letzte Masche und mache die so. Ich ziehe den Faden nach vorne. Jetzt nehme ich die andere Farbe, also bei mir ist das die rote Farbe, und ziehe dann durch die beiden Schlingen durch. Beende ich diese Reihe genauso, wie ich die anderen Reihen beendet habe. Also Schlinge nach hinten nehmen, und dann in die erste Masche reingehen, Faden holen, Schlinge rauf und beide zusammen. So beginnt jetzt die Reihe Nummer 4. Hier können wir noch am Faden ziehen, dann wird der Faden abgeschnitten und jetzt in der roten Farbe häkeln wir 4 Reihen. Ich habe 4 Reihen in der roten Farbe gehäkelt, angefangen, dann die Reihe Nummer 5, 3 Maschen, also bei diesen Hosenbein 3 Maschen in der Reihe Nummer 5, dann Faden abschneiden, Faden rausziehen und der Faden wird jetzt auf der Rückseite verstecken. So, ein Hosenbein ist jetzt komplett fertig. Zweiten genauso häkeln, aber Faden nicht abschneiden, und dann häkelt ihr bitte in der Reihe Nummer 5 14 Maschen. Also in der Reihe Nummer 5
14 Maschen häkeln. Die 14 Maschen habe ich jetzt auch gehäkelt. Jetzt stellen wir die beiden Körbchen einmal so, dass die 14. Masche, die wir gehäkelt haben, mit der ersten Masche hier miteinander passt. Also so. Dann nehmen wir den Faden hier raus und stechen dann in der Mitte von der Masche mit der Häkelnadel und ziehen dann den Faden auf die Rückseite. Und jetzt gehen unter diese beiden Schlingen durch. Auf der anderen Seite von Körbchen oder von den anderen Körbchen nehmen uns diesen Faden und machen dann uns eine Kettmasche. Dann in die nächste Masche durchstechen unter diesen beiden Schlingen und hier auch Faden holen und dann machen wir uns noch eine Kettmasche. So haben wir jetzt beide Hosenbeine verbunden. Und dann häkeln wir weiter im Kreis bis zu dieser Ecke. Also bis zu dieser Stelle weiter im Kreis häkeln, in Strickmuster. Wir fangen dann mit diesem Hosenbein an. Und bis zu dieser Stelle einmal häkeln. Bin jetzt an dieser Stelle angekommen und diese Stelle wird ein bisschen anders gehäkelt. Wir müssen jetzt 2 Maschen miteinander verbinden. Und zwar, hier ist die letzte Masche und hier war die erste Masche in dieser Runde. Ne? Macht dann die Masche, aber beende die nicht. Gehe ich auf die andere Seite. Hier kann man ja schon sehen, da war ja schon eine Masche gehäkelt. Ich mache dann hier eine Masche. Jetzt habe ich alle 3 Schlingen auf die Häkelnadel und die häkle ich zusammen, dass da hier in der Mitte nachher eine Masche entsteht. Dann häkle ich die Runde, also diese Reihe, bis zu Ende, fange die neue Reihe an und häkle dann bis diese Seite, also die Runde zu Ende machen, neue Reihe anfangen und hier zeige ich noch mal genau, was wir da gemacht haben. So, ich habe dann die Reihe weiter gehäkelt, beendet mit nahtlosen Übergang, neue Reihe angefangen, auf diese Seite angekommen und hier mache ich wieder 2 Maschen zusammen häkeln. Also in diese Masche reinstecken, die Häkelnadel, Faden holen, von der anderen Seite von Körbchen da Faden holen und jetzt alle 3 Schlingen zusammen häkeln. Und dann häkle ich die Reihe bis zu Ende. Beende dann die Reihe mit nahtlosen Übergang und dann fängt die neue Reihe an, dass wir insgesamt
13 Reihen in der rote Farbe haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir schon gehäkelt. 7 Reihen müssen wir noch. Und wenn ihr an dieser Seite ankommt, hier häkelt ihr einfach nur eine Masche. Hier an der Seite eine, da an der Seite eine und hier, da wo wir zwei zusammen gehäkelt haben, häkelt ihr eine Masche und von der anderen Seite genauso. Und dann häkelt ihr, dass wir insgesamt 13 Reihen in der roten Farbe haben. Die 9 Reihen sind jetzt fertig und insgesamt habe ich 16 Reihen, davon 3 Reihen in weiß und 13 in rot. Ich werde jetzt 3 Reihen in schwarz häkeln und noch 2 letzten Reihen in rot. Ich zeige euch noch mal, wie der Farbübergang geht. Ich mache jetzt die letzte Masche, nehme mir dann schwarzen Faden und beende ja die Reihe genauso mit nahtlosen Übergang wie die Reihen davor. Wie ich schon gesagt habe, ich werde dann 3 Reihen in schwarz häkeln. Das wird der Gurt sein. Und dann häkle ich zum Schluss noch 2 Reihen in rot. Also der rote Faden kann jetzt abgeschnitten werden. Und diese Endstücke können dann reingehäkelt werden. Also 3 Reihen in schwarz und noch 2 Reihen in rot häkeln. Die 5 Reihen habe ich jetzt auch fertig gehäkelt, also 3 Reihen in schwarz und 2 Reihen in rot. Und wir schließen erstmal hier die Reihe nicht ab, lassen erstmal dieses Teil an der Seite und ich möchte euch zeigen, wie man die Hosenträger macht. Und die werde ich in schwarz häkeln, aber allerdings zeige ich euch dann in weiß, dass ihr das besser sehen könnt. Also mit der schwarzen Farbe werde ich 32 Luftmaschen aufschlagen. Die erste Masche zähle ich immer mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich mache, wie ich schon gesagt habe, nur Beispiel auf 10 Maschen. In schwarz mache ich dann 32 Luftmaschen. Dann wende ich diese Kette. Auf der Rückseite könnt ihr diese Schlingen sehen. Unter jede diese Schlinge häkle ich dann eine feste Masche. Die erste Schlinge wird ausgelassen und wir fangen dann bei der zweiten Schlinge an. Und so mache ich dann bis Ende. Unter jede diese Schlinge eine feste Masche häkeln. So, hier ist die erste Luftmasche. Ich gehe dann unter durch und mache dann eine feste Masche. Hier am Ende kann man auch richtig schön festziehen. So,
Dann Faden rausziehen, also abschneiden, rausziehen. So sieht es aus. Und dann, hier könnt ihr erkennen, diese zwei Schlingen. Unter diese beiden Schlingen mit der Häkelnadel durchgehen. Diese Endstück, mit denen wir jetzt gehäkelt haben, nehmen und auf die andere Seite ziehen. Und dann von der Rückseite gehen wir unter diese Schlinge und da, wo der Faden auch rauskommt, und dann ziehen auch auf die Rückseite. So haben wir jetzt die Reihe beendet. Hier werden dann diese zwei Endstücke versteckt und davon brauchen wir zwei Teile. Also ich mache das in schwarz, E32 Luftmaschen, und ich benötige dann zwei solche Teile. Die Hosenträger habe ich jetzt fertig gehäkelt. Die sehen beide gleich aus. Die habe ich ja auch schon an der Hose befestigt. Ich habe die Hose vor mir so hingelegt und habe geguckt ungefähr, wo ich die befestigen möchte. Also ungefähr die Mitte von da und von da. Dann habe ich das mit dem Maschenmarkierer von einer Seite und auch von der anderen Seite befestigt. Und wir machen jetzt die letzte Reihe, und das ist die Kettmaschenreihe, und mit der Kettmaschenreihe werden wir diese Hosenträger auch an die Hose befestigen. Hier habe ich die letzte Reihe beendet, nehme mir den Faden und mache dann 5-mal um die Hose so herum. 1, 2, 3, 4, 5. Ein kleines Stückchen noch und dann schneide den Faden ab. Und die Reihe beende ich jetzt mit diesem Faden mit nahtlosen Übergang. Also der Faden wird jetzt rausgezogen. Hier ist die erste, zweite Masche. Dazwischen gehe ich mit der Häkelnadel durch unter diese beiden Schlingen und ziehe mir dann den Faden auf die Rückseite. Dann ziehe ich ganzen Faden raus. Das ist eigentlich im Prinzip das, was wir bei Anfang an gemacht haben. Also als wir die Holzböden umgehäkelt haben. Das ist ja das gleiche Prinzip. So. Und ab hier kann ich jetzt anfangen, Kettmasche zu häkeln und dabei auch Taschenträger reinzuhäkeln. Also macht die Masche einmal ab, Maschenmarkierer meine ich, und fangt dann mit der ersten Masche, dann die zweite, und bei den nächsten zwei möchte ich Hosenträger annähen. Achte darauf, dass das nicht verdreht, also reinstecken, mal gucken. Also ich nehme dann die zwei
zeige ich dann auch in weiß. Ich gehe mit der Häkelnadel hier dazwischen und hole mir den Faden. Und dann von der anderen Seite mache ich genauso. Also einmal und die nächste Masche zweimal. So sieht es aus. Dann häkle ich weiter mit Kettmaschen bis zu den anderen Hosenträger. So, jetzt mache ich die Maschenmarkierer einmal ab und befestige diesen Hosenträger genauso wie der davor. Einstecken, oh, erstmal unter diese Masche, dann da und häkeln. Und dann mache ich dann, bis die Runde beendet ist. Also die andere Seite macht ihr genauso. Ich bin jetzt am Ende der Runde angekommen, mache noch die letzte Masche und ziehe am Faden. Wechsle jetzt Häkelnadel und mache dann nahtlosen Übergang oder ich schließe jetzt die Reihe nahtlos. Dieser Endstück wird dann auf der Rückseite versteckt und so sieht die Hose aus. So sieht die auch von innen. So, das ist jetzt die Rückseite von der Hose und das ist die Vorderseite. Und ich werde dann diesen Metallteil hier befestigen und befestige das mit der Angelschnur. Die ist ja dann auch hier nicht zu sehen. Ich befestige jetzt diese Metallschnalle in der Mitte, dass das ungefähr so aussieht. Und ich mache das mit der Angelschnur. Befestige erstmal eine Seite, dann die andere Seite ungefähr. Hier werde ich befestigen. Ziehe dann auf die Rückseite und noch die beiden Faden auch auf die Rückseite ziehen. Dann knote ich das einmal hier so fest, dass das auch nicht aufgeht. Ich hoffe, ihr könnt das auch alle gut sehen und erkennen, was ich mache.
So, ich habe hier auf der Rückseite Knoten gemacht und dann genauso mache ich die anderen 3 Seiten. Die Schnalle ist jetzt befestigt an allen 4 Seiten. Ich habe dann hier Angelschnur abgeschnitten und mit dem Feuerzeug ein wenig angebrannt und an den Stoff befestigt. Von meiner Seite war das schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr macht dann den Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche dann auf der Stelle euch viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!